Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir sind Anfang 2025 und ich habe mir gedacht, ich bringe euch mal hier einen ganzen Stapel Bücher wieder mit und ein paar Lesetipps gleich für den dunklen Januar, Februar, wo man sowieso, zumindest hier bei uns, nicht so sehr viel mehr machen kann, als tatsächlich sich irgendwie gemütlich einkuscheln und ein gutes Buch lesen. Fangen wir direkt mal an. Also, ich habe aktuell das neue Buch von Lucy Fricke gelesen. Das blende ich euch hier gleich mal ein, weil ich es auf dem Tolino gelesen habe. Das heißt Das Fest. Ich habe aber auch schon die Diplomatin von Lucy Fricke gelesen, die ich auch in diesem Zusammenhang sehr empfehlen kann. Ich mag von Lucy Fricke sehr gerne die Schreibweise. Man ist so im Geschehen drin. Es ist trotzdem so ein bisschen eine ungewöhnliche Schreibweise. Und bei dem aktuellen Roman Das Fest geht es um Jakob, der 50 Jahre alt wird und auf gar keinen Fall feiern will und eigentlich auch damit gar nichts so richtig zu tun haben will. Und seine beste Freundin macht oder bereitet für ihn so ein Fest der etwas anderen Art vor. Das heißt, sie nimmt Kontakt auf mit ganz vielen Menschen, die ihn in seinem Leben begleitet haben. Und praktisch per Koinzidenz trifft er an diesem Tag diese ganzen Menschen, was am Schluss dann in einer Feier mündet. Aber der Tag ist relativ ruppig für ihn auch und ja, anhand der Begegnungen reflektiert er praktisch sein Leben bis dahin. Und ja, es ist ein bisschen ein wehmütiges Buch, es ist aber auch humorvoll und ich kann es auch sehr als Hörbuch empfehlen. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die schnell zu lesen ist oder auch schnell zu hören ist. Es ist ein richtig gutes Buch, was eben so ein bisschen das Leben abbildet. Ich meine jetzt, das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, dass der Protagonist 50 wird. Ich meine, dass, wenn er 60 geworden wäre, hätte das vielleicht so ein bisschen besser gepasst. Aber ich kann es also sehr empfehlen, Lucy Fricke, Das Fest. Dann bin ich kurz in den Endzügen dieses Buchs hier. Das ist Days at the Morisaki Bookshop. Ich lese es jetzt auf Englisch, es gibt es natürlich auch auf Deutsch. Es ist eins der Bücher, die mir ständig begegnet sind auf YouTube, in Instagram und überall in jedem Buchladen liegt es hier auch vorne aus. Und ich dachte, okay, ich gebe ihm mal eine Chance. Es ist ein sehr, sehr kleines Buch. Es spielt in Japan. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig Japan-affin und tue mich manchmal auch wirklich schwer, die Charaktere mit den Namen mir zu merken und auch diese andere Kultur, die da drin ist, so zu lesen. Gleichzeitig finde ich es aber genau das auch so sehr spannend an dem Buch. Also es ist einfach ein ganz netter Roman um eine junge Protagonistin, die ja, von einem Mann verlassen wird oder beziehungsweise mitkriegt, dass er heiratet und ihr das halt nicht gesagt hat. Und sie geht dann erstmal zu ihrem Onkel, der so einen alten Antiquariatsbuchladen hat. Und um diesen Buchladen, in diesem Viertel herum, entstehen dann Begegnungen und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr nettes Buch. Es ist auch ein wirklich schnell zu lesendes Buch. Es ist ein bisschen was fürs Herz, aber es ist überhaupt nicht kitschig. Und es ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, um in diese etwas andere Kultur bei Romanen mal einzutauchen. Also es hat mir bis jetzt hier super gut gefallen. Ich glaube, mir fehlen noch 10 Seiten, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich ein Buch, das habe ich noch vor Weihnachten gelesen. Das ist tatsächlich schon etwas älter und es war hier ein reduziertes Buch, also für 7,90 €, was für Norweger Verhältnisse für so ein Softcover relativ günstig ist. Das heißt Just a Little Run Around the World. Und die Frau, also Rosie Swall-Pope, nachdem ihr Partner durch eine Krebserkrankung verstorben ist, macht sie sich auf den Weg und rennt tatsächlich um die Welt. Also man muss jetzt hier dazu sagen, sie ist schon immer eine Extremsportlerin gewesen. Sie ist, glaube ich, allein über den Atlantik gesegelt und hat also schon einiges an sehr speziellen Sachen gemacht. Sie war auch nicht mehr so jung, wo sie das gemacht hat. Also ich meine, sie war auch schon Mitte 50 und ist dann halt so durch Russland gelaufen, durch Sibirien, nach Alaska, ja, also durch Amerika und war, glaube ich, 3,5 Jahre unterwegs.
Ich liebe solche Bücher, so Selbsterfahrungsbücher, Grenzgänger. Das mag ich alles sehr, sehr gerne. Ich mochte dieses Buch auch. Es ist interessant auch jetzt zu lesen vor den aktuellen Vorkommnissen, also jetzt mit dem Ukraine-Krieg beispielsweise, dass eben diese Tour, wie sie damals gemacht hat, überhaupt nicht mehr möglich wäre. Und sie aber trotzdem sich sehr auch auf die menschlichen Begegnungen in dem Buch fokussiert. Also natürlich auch auf die Härten, aber eben auch auf diese menschlichen Begegnungen, die sie hat und wo ihr so viel Zutrauen und Freundlichkeit entgegenschlägt. Also ich mochte das sehr gerne. Es ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes. Natürlich ist es was Besonderes, um die Welt zu laufen, aber wenn man diese Bücher kennt, dann weiß man ungefähr, wie die so funktionieren. Aber ich mochte sie, also mit ihrer Stimme praktisch da drin, sehr gerne und ich mochte eben diese Erzählungen der Begegnungen. Also sie begibt sich ja auf diesen Lauf, um Beachtung für die Krebsvorsorge zu erreichen und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Verarbeitung der Trauer. Aber wie gesagt, es ist eben ganz, ganz viel menschliche Begegnungen in unterschiedlichsten Kulturkreisen und das fand ich also wirklich ein schönes Buch, wirklich ein schönes Buch. Dann habe ich ganz aktuelles Buch nochmal, was ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe im Dezember, von So in ein anderes Leben von Caroline Peters geht es um Hannah. Hannah ist bereits verstorben und Mutter von 3 Töchtern. Die jüngste Tochter versucht so ein bisschen ihre Beziehung zu ihrer Mutter aufzudröseln. Hannah hat diese 3 Töchter mit 3 unterschiedlichen Männern. Und alle Töchter begegnen sich, wo der Vater der jüngsten Tochter verstirbt auf der Beerdigung. Und das ist so ein bisschen der Anzünder, um nochmal genauer in die Erinnerungen von jeder Einzelnen zu gehen. Und jeder hat eben bestimmte Erinnerungen und teilweise auch sehr anders empfundene Erinnerungen. Es geht um ein Aufwachsen in den 70er, 80er Jahren, mit Eltern, die jetzt in dem Fall, also die Mutter zumindest, nicht klassisch spießig waren. Ja, also es ist so ein bisschen so eine Aufarbeitung einer Kindheit, eine Aussöhnung mehr oder weniger mit einer Mutterfigur. Es liest sich sehr, sehr gut, es ist sehr, sehr gut geschrieben. Trotzdem ging es mir so ein bisschen so, dass ich nicht so genau wusste, worauf das jetzt hinaus laufen soll. Also so ein bisschen schwer zu erklären. Ich mochte den Stil sehr gerne, ich mochte die Erzählungen sehr gerne und gleichzeitig blieb mir aber dann die Beziehung teilweise so ein bisschen an der Oberfläche und gleichzeitig gab es aber irgendwie auch keine Conclusion. Ich weiß nicht, wenn ihr das schon gelesen habt, würde mich mal sehr interessieren, wie euch das gefallen hat. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Roman, das kann man auf jeden Fall sagen und liest sich auch sehr, sehr gut. In einem anderen Video habe ich euch schon mal hier dieses Buch vorgestellt, das Pivoteer von der Brianna Wiest. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ich lese da immer mal, da ist so für jeden Tag des Jahres im Prinzip ein kleiner Text drin. Ich verlinke euch immer mal das Video, wo ich das vorgestellt habe. Und ich habe aber auch noch dieses Buch jetzt in den Händen gehabt. Das sind 101 Essays that will change the way you think. Es gibt es also auch auf Deutsch. Ich verlinke euch alle Bücher auch wieder unten. Das ist jetzt auch eine Sammlung von Texten von Brianna Wiest, also wer sie gerne mag. Das ist dann so ein bisschen thematisch geordnet. Zum Beispiel gibt es dann ein Kapitel Reasons why you don't have the love you want to have. Es sind verschiedene Themenbereiche. Es ist relativ dick. Ich habe jetzt mal reingelesen. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir das Pivoteer von der Art her besser gefällt. Also ich denke, das hier ist jetzt natürlich noch mal tiefer, weil eben viele kleine Essays zu diesen Themen dann in einem größeren Kapitel zusammengefasst sind. Das sind mehr so wie so Tagesbotschaften. Aber ich finde beide Bücher eigentlich ganz schön, um sie so ein bisschen auf dem Schreibtisch liegen zu haben und immer mal reinzugucken, wenn gerade vielleicht auch ein Thema, was hier drin besprochen ist, ansteht. Also das kann ich also auch empfehlen. Ja, dann habe ich vor Weihnachten eine Netflix-Serie entdeckt.
Und zwar über ein Medium. Tyler Henry heißt der Mann. Der ist relativ jung noch, Anfang 20 und ist also ein Medium in den USA, ein sehr bekanntes Medium und hat quasi Kontakt mit Verstorbenen. Und es gibt auf Netflix aktuell eben wöchentlich so eine Art Live-Reading, wo eine prominente Person mit Freunden und Familie da ankommt und er das dann direkt live macht. Und dann gibt es aber auch noch so eine Art Serie ja, über ihn selber. Und am Anfang dachte ich so, ach nee, also irgendwie, das ist mir zu fake oder so. Aber dann habe ich mich da irgendwie reingegraben und bin total geflasht von ihm, weil eigentlich ist es gar nicht so mein Thema, dieses Thema jetzt Trauer, Verstorbene oder so im Moment, zum Glück. Was ich aber total schön finde, ist, wenn er mit den Menschen spricht, mit denen er also quasi ein sogenanntes Reading macht, dann ist er sehr besonders kind zu denen. Also da ist so ein Mensch, der irgendwie so die Essenz von Gut ist, so würde ich es vielleicht ausdrücken, und diesen Menschen so weiterhilft. Und das finde ich also sehr, sehr schön. Und ich habe mir natürlich dann gleich beide Bücher besorgt von ihm. Das erste Buch, was er geschrieben hat, wo er auch praktisch seine Geschichte erzählt, wie er dazu gekommen ist, diese Fähigkeit zu haben und so weiter. Das gibt es, glaube ich, im Moment gar nicht. Also irgendwie vergriffen. Ich habe es jetzt als E-Book nur gekriegt. Ich wollte es ganz gerne als Hardcover haben. Es gab es aber nicht. Lässt sich schon mal sehr gut lesen. Und jetzt habe ich mir das zweite noch bestellt. Das gibt es als Buch. Das heißt Here and Hereafter. Also das ist ja auch. Das gibt es auch auf Deutsch und da schreibt er im Prinzip drüber, ja, welche Weisheiten wir eigentlich von den Verstorbenen in unser jetziges Leben mitnehmen können, um unser jetziges Leben zu transformieren. Also auch so, was die zum Beispiel bedauern dann im Nachgang oder so, was er auch aus diesen Readings für andere mitgenommen hat. Und also ich bin super begeistert. Ich weiß, es ist ein bisschen sehr arges Nischenthema vielleicht, aber wie gesagt, wenn man also von diesem Blick drauf guckt, dass da jemand ist, der einfach so eine annehmende Art hat und die Menschen so auf so einer Herzensebene begegnet, finde ich das einfach sehr, sehr schön. Und ich glaube, das kann uns allen eigentlich nur gut tun, wenn wir uns da ein bisschen was abgucken, selbst wenn wir jetzt keine medialen Fähigkeiten haben, aber eben einfach ein bisschen mehr Kindness walten zu lassen, ist, glaube ich, nicht so ein schlechter Vorsatz für 2025. Eigentlich hatte ich noch ein Buch mitgebracht, was ich eigentlich total darüber aufgeregt habe. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt im Nachgang zu diesem Buch hier noch anbringen soll. Naja, jetzt habe ich es irgendwie angeteasert, jetzt bringe ich es auch an. Und zwar ist es ein Buch, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen den Marketingstrategien und den vielen Gesprächen darüber auferlegen. Und zwar heißt es The Courage to be Disliked. Das ist ein Buch, da geht es um die Philosophie von Alfred Adler, also der mit Freud einer der großen Psychologen war. Ich finde, man muss beide auch immer so ein bisschen im Kontext ihrer Zeit sehen. Und hier haben also Ichiro Kishimi und Fumitake Kuga praktisch Adlers Werk da in eine Geschichte verwoben. So, ich bin gar nicht weit gekommen in dem Buch, weil ich mich schon ziemlich früh sehr aufgeregt habe. Ich bin jetzt mit Adlers Werk tatsächlich nicht so betraut, wobei ich davon ausgehe, dass wahrscheinlich alle Menschen oder der Großteil der Menschen, die dieses Buch hier in die Hände nehmen, das nicht sind. Und am Anfang gibt es dann hier, also es geht hier darum, über so einen jungen Mann, der dann mit so einem Philosoph spricht. Und es ist eben so ein Frage-Antwort-Gespräch. Und dann geht es eben auch um das Thema Trauma. Und gleich am Anfang gibt es dann so eine Art Aussage, also ich zitiere das jetzt nicht, sondern so sinngemäß, ja, es gibt eigentlich kein Trauma, man würde das selber inszenieren. Und das finde ich eine so extrem schwierige Aussage, dass ich hier keine einzige Zeile mehr weiterlesen konnte in diesem Buch. Und vielleicht ein kurzer Rant jetzt hier zu diesen
Büchern wie also jetzt The Courage to be Disliked oder auch Mutti braucht einen Drink und all diese Sachen. Ich finde die äußerst schwierig. Ja. Es wird dann so eine Art, also es wird dann ein Psychologe oder ein Philosoph oder irgendjemand genommen und dann wird in dessen Name irgendwas erzählt. Und diese Art von Täter-Opfer-Umkehr, die da jetzt direkt am Anfang dieses Buchs stattgefunden hat, also führt bei mir auf jeden Fall dazu, dass ich es auf gar keinen Fall weiterlese. Ja, es interessiert mich mal, wenn es einer von euch gelesen hat, schreibt es unten mal rein. Vielleicht habe ich das in den falschen Hals bekommen oder ihr sagt, nee, das Buch ist aber nach hinten raus super toll. Keine Ahnung, es würde mich jetzt wirklich interessieren. Auf der anderen Seite will ich da auch meinem persönlichen Gefühl treu bleiben und sagen, also wenn bestimmte Themen angesprochen werden, was ich dann auch so ein bisschen so toxische Positivität oder toxische Spiritualität alles unter diesen Überbegriff nehmen würde, dann wäre das hier tatsächlich so ein Thema, weil es wirklich gerade vielen Menschen, die traumatische Ereignisse erlebt haben, vielleicht auch in früher Kindheit oder so, einfach ins Gesicht klatscht. So, ja, und deswegen, ja, also deswegen ist es jetzt hier mal keine Empfehlung, sondern eine Gegenempfehlung zu sagen, das geht in meinen Erachten gar nicht. 10 Millionen Copy-Bestseller, auch schwierig, ja, aber gut, man sieht ja im Moment, wo die Welt hinsteuert, dann ist es vielleicht auch einfach folgerichtig so. Das wollte ich aber jetzt trotzdem zu diesem Buch mal gesagt haben, weil es mich eben so aufgeregt hat. Und ja, meistens empfehle ich euch Bücher, die ich hier sehr, sehr gerne mag, aber ich finde es manchmal auch ganz okay, mal ein Buch rauszugreifen, wo man sagt, das funktioniert halt hier gerade für mich überhaupt nicht. So. Ja, dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat, dass ihr ein paar Buchtipps für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr ein paar aktuelle Tipps habt, auch gerne wieder unten in die Kommentare, freue ich mich jedes Mal sehr drüber. Und dann wünsche ich euch erstmal einen guten Start noch ins neue Jahr und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin.